Howdy meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen actionreichen Folge Red Dead Redemption 2. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist hier bei diesem neuen Video, Leute. Wir stehen jetzt hier mit dem lieben Jack Marston hier in... Ja, wo sind wir überhaupt? Hier bei dieser komischen Farm oder wo auch. Und in der letzten Folge West Dickens geholfen, irgendwas zu verkaufen, sein Elixier, sein Tonika. Und dann haben wir auch noch hier einem Seth geholfen, der Leichen ausgräbt. Und der wird uns dann im anderen Ende dann auch helfen, gegen Will Williamson zu kämpfen. Nicht Will. Bill heißt der, nicht Will. Ich sag mal Will. Der heißt Bill Williamson. Und ja, da hoffentlich können wir jetzt in dieser Folge den Bill endlich jagen. Das wäre schon sehr cool. Und dann würde ich sagen, Leute, gerne einen fetten Like da lassen, wenn es gefallen hat, an jeden Supporter. Gerne weitermachen, wenn ihr Bock habt. Der Support natürlich auch. Einfach Like dran, wenn es euch gefallen hat hier. Und ja, da würde ich sagen, reiten wir jetzt mal zu West Dickens. Ich denke, er ist ein Armadillo. Nee, doch nicht. Der ist sogar hier noch in der Farm. Ich hoffe, deine Einkäufe waren erfolgreich, West Dickens. Und da mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Ich hoffe, wie gesagt, Bill Williamson irgendwann jagen. Let's go, Leute. Wir gehen rein. Bei der Mission: Lügner, Betrüger und andere stolze Amerikaner. Das hört sich schon sehr, sehr vielversprechend an. Oh, Mr. Marston. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy, your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull. Feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Ja, der West Dickens ist schon ein komischer Geselle, der wirkt zwar nett und so, aber ich glaube, der will einfach Geld verdienen, ist auch klar, Geld verdienen ist immer schön und so, aber habe ich gerade irgendwas übersprungen? Ich hoffe, ich habe keinen Dialog übersprungen, das wäre jetzt ein bisschen sad, aber ja, er ist halt ein Betrüger, ne, er lügt mit seinem Elixier, aber wer macht es heutzutage nicht oft? Also Betrüger gibt es heute natürlich auch umso mehr, aber ja, wer sich vielleicht verkaufen lässt, dem ist nicht mehr zu helfen, ne? Aber die Frage ist dann jetzt, was ist denn hier los? Ich glaube, ich habe leider was übersprungen aus Versehen. Das ist dann jetzt mein Fehler leider. Ich hoffe, ich kann es irgendwie noch einblenden, hier dieses Dialog. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so, ja, notwendig hier, ne? Steig auf die Karre, um das Rennen zu starten. Warum auf einmal ein Rennen hier, Leute? Warum fahre ich jetzt ein Rennen? Ich glaube, der will wetten, war der West Dickens? Ich bin nicht so gut im Rennfahren, ne? Also hab da nicht so viel Vertrauen in mir. Na? So now that's been
been said, y'all can get to running each other off the road like always. All right now, counting to 3. Ready? Ja, let's go. Also ich werde einfach irgendwie reingeworfen in das Rennen hier. Dann let's go. Das sollten wir eigentlich schaffen, Leute. Also auch ob ich jetzt ein Noob bin hier beim Reiten, ich denke, das sollten wir eigentlich schon schaffen. Wir sind gerade gut im Rennen hier, wir sind gerade erster Platz. Wir sind gerade sehr schnell. Das sollte auch so bleiben, würde ich sagen. Die sind eigentlich schlecht, die ganzen Reiter. Das sollten wir eigentlich schaffen. Oh, scharfe Kurve, scharfe Kurve. Scharfe Kurve, aber schnell ist der jetzt hier. Das ist ja mal richtig schnell, hier dieser Wagen, Alter. Ich muss da gleich mal einen Wagen suchen. Pferde sind nicht so schnell, aber so ein Wagen, Alter? Wie ein Rennauto gefühlt, ein Formel 1 Auto, Leute. Ein Pferd 1 Gefährt. Na, was für easy. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind Erster. Yeah. Herr mit der Kohle, bitte. Yeah, Applaus, Don't Applaus. race, mister. I'll take care of this cart for Mr. West Dickens. Nice, nice. Suggest we beat a hasty retreat. Ey, Wes, jetzt willst du aber anfangen, ne? Kauf die Waffen, kauf alles, was wir brauchen. Wir müssen jetzt Bill jagen. Bitte, ich will Bill jagen. Right, best remove ourselves from the stage before somebody decides they want their money back. Fine by me. Wasn't that fantastic? The cheers of the crowd, the thunder of the wheels. The fallen rocks, homicidal maniac. Oh, come on, John. Even a cold-hearted misanthrope like you must have found that just the tiniest bit exhilarating. Not the friendliest bunch, are they? They take their racing very seriously in these parts. Ich merk schon, ich merk schon. Your participation was not entirely to be approved. That was clear. Ah, sport, war, and heartache. The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I'd get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, of course. Okay, das war doch schön. Wir haben jetzt ein Rennen gewonnen. Wir haben die Wette von West Dickens eingelöst. Jetzt hat West Dickens ein bisschen eingecashed mit seiner Wette. Jetzt hat er Geld bekommen. Jetzt aber, West Dickens, hilfst uns gefälligst, okay, West? Der Marshall muss helfen, West muss helfen, Seth muss helfen, alle müssen helfen. Ab zu Bill fucking Williamson. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish. Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Der hat viele Freunde, kann es sein, dieser West Dickens, ey? Meine Güte, was ist denn hier los? Ist noch eine Nebenmission? Ein Fragezeichen. Wollen wir mal kurz mal reingehen und mal fragen, was da abgeht? Face. Oh, wonderful. Marvelous. Ich wollte gerade... Oh, nein. Ich war gerade aus Versehen in der Red Dead 2 Steuerung. Ich wollte ihn gerade anvisieren und halt mit dem reden, aber es war ja die Red Dead 2 Steuerung. Scheiße, das war jetzt mein Fehler. Kann ich trotzdem hier irgendwie rein? Ich kann sogar mitfahren. Dankeschön. Kann man vielleicht zur Zielmarkierung hinfahren? Zu Irish? Ah, der ist eh in Armadillo, der Irish. Nein, nee. Ich mach lieber ein Zelt. Ich mach lieber ein Lager auf. $11, Bruder? Nee, danke. Das kriegst du nicht von mir, Alter. Ich mach lieber ein Zelt auf. Einfach ein Lager aufschlagen und einfach hinreisen per Schnellreise. Da würde ich sagen, Leute, wir uns dann gleich bei Irish. Das Coole ist sogar, man kann per Zelt einfach Richtung Wegpunkt reisen. Also wirklich auf den Wegpunkt reisen. Das ist eigentlich ganz cool. Das hatte Red Dead 2 nicht zum Beispiel. Das ist sehr praktisch hier. So, Irish. Ich hoffe, du bist ein bisschen normaler als Seth. Ein Franzose, ein Waliser und ein Ire. Yes, boyo, you messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard! You thieving McCunt! You got it all wrong, Welsh. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Here, keep on talking there, Irish. In about 15 more seconds, your whole world's gonna turn black. What's up, boys? Fuck off, boyo. This don't concern you. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here, this Patty bastard stole our gun.
Tried to steal our horses. Law's clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Hush your mouth. Anyway, you all got horses now. No one needs to die. Leave them be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting on my nerves. Yeah. Wollt ihr ernsthaft What's about kämpfen? your goddamn business? Willst du ernsthaft kämpfen, Alter? Dein Ernst, Junge? Wer bist du da, Alter? Weg mit dir! Mein Gott. Was zum Mr. Geier? Nigel West Dickens said you'd help me locate a machine gun. And since I just saved your life, I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy, poor in personal hygiene, lacking in the finer qualities of a gentleman. what about the gun? It'll be my pleasure. She's magnificent, government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me, fella. Okay, also wir kriegen ja so anscheinend von diesem Irish Guy irgendeine MG, laut West Dickens auch. Das ist schon mal ganz cool, aber das sollte uns helfen gegen Bill. Und dann nach Seth bestimmt die Mission erledigen, dann sollten wir dann irgendwann Bill jagen können. Ich denke jetzt irgendwann ist auch mal genug hier. Aber wo ist denn diese MG? Ich glaube, wir müssen die selber klauen, oder? Ich glaube schon, ja. Who were those fine specimens of humanity? They was my only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Thick as thieves ever since, and that right there was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, me pa always told me. And he got his throat slit, so he should know. The kind of fellas who will steal an acorn from a blind sow and then kick her for squealing. And as for that French bastard... He didn't sound very French. Not for now. The thieving bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. They'll be more surprised than a slut dog with their first porcupine. You best not be lying to me. Listen, fella, I didn't ask for your help back there. I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. What are you doing? Wie frech ist dieser Irish, bitte? Nervt voll, der Junge. You can make quick work of those fellas if they give you trouble. The gun's stored just inside that shack. What about you helping me out? I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Cap. Big Fat Cap. So ein Cap, Junge. Von diesem Irish-Typen, ey. Na gut, da würde ich sagen, machen wir es ganz schnell. Waffe raus. Wir schießen los, Leute. Bam, Junge. Einfach schießen. Bam, bam. Let's go hier. Easy Game, Leute. So, mal reinrennen hier. Und weiterschießen. Bam. Ja, war doch ganz easy. Ah, da ist noch einer. Ey! Hör mal auf, Junge. Fast gestorben wieder hier, ey. It's not here. That lying sack of shit. Er hat uns angelogen. Das war's mit der Mission. Oh, Irish. Fucking Irish. Hätten sie aber verraten, Leute. Oder das ist verraten, einfach uns verarscht. Er ist einfach geflohen. Ja, das war irgendwie klar. Fucking Irish. Der hört sich auch ein bisschen irisch an. Der ist kein Franzose. Der labert nur. Der ist kein Franzose. Der ist Ire. Die Art, wie er schon seine Wörter betont hat hier, das ist ein bisschen irisch-like, ne? Schwein, wir gehen zu Irish, Leute, sofort. Wir gehen instant zu Irish, Da würde ich sagen, wir uns dann gleich bei dem Vollidioten. Was macht er hier? Wurde er gerade gefangen, oder wie? Von diesen Marshals? Der Mensch ist zum Mühsal geboren. Ich glaube, er wurde schon festgenommen oder so. Ah. Where are you? Oh, who do you want? I see you. Get away from me. Right here. Where's that machine gun, Irish? Oh, Mr. Marston. I found you one.
Found us one, Irish. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. I'm the guy that saved you from getting killed back there, and who you owe your life to, remember? Not really. Happens to me all the time. You don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. I wants to tell you how much you means to me, how special you is. And I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. It's the whiskey, sir. It gives me the memory of a newborn babe, as innocent as can be. And it makes me violently angry. Shall we go look for that gun, sir? Yes. Let's do that. Not a feller to give up easily, are you? Nein, wir wollen Bill, wir wollen unsere Familie wiedersehen. In der Farm, in der Hand von den scheiß Pinkertons. Oh nein, Pferde tauschen, das ist mein Pferd, das schwarze Pferd. Jetzt ist es auf meinem Pferd. Na gut, egal, ich leiste einfach mal aus das Pferd. Aber nur einmal, ja. Jetzt singt er auf einmal. Gib mir die MG jetzt! Redet er einfach und singt einfach rum. Was ein Typ. Or at least somewhere stuck between fair and meddling. Well, you're gonna be stuck somewhere between dying and dead if you try to cross me again. It weren't like that at all, feller. Me intentions were pure. I swear it on me poor mother's life. I just gets a tad confused from time to time. Honest mistake. If there's any more confusion, I'll finish what your friends in Armadillo started. Jesus! You're an impatient bastard, aren't you? Where's the gun, Irish? I hear some miners been blabbing about a machine gun they found. Apparently, they got it stashed up at Gaptooth Breach. What do miners want with a machine gun? Shoot it at somebody, I suppose? Or sell it? I don't know. Never been down a mine in all my life. Sounds real fishy to me, Irish. Yeah. I've just about had it with you and your games. You and Wes Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. Maybe if you was more cordial with folks, they might be better inclined to help you. I saved your life and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Not far now, Johnny. We should go around the side of Gaptooth so the miners don't see us coming. I still don't know what miners would want with a machine gun. Miners are always fighty bastards. Spend too long without daylight and doxies, and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Only telling you what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun's heavier Ey, than ich liebe John auch so sehr, aber wie er redet, ne? By myself last time. You two-faced little bastard. Ey, John ist so lustig, der Typ. Ich feiere ihn so sehr, den Jungen, ne? Wirklich, John und Arthur Morgan auf derselben Ebene. Ich liebe beide Charaktere so sehr. Dort vorne ist also die MG. Ich hoffe für dich, ne, Irish? Sonst bist du ein irischer Salat. The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards used to haul out heavy ore. I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the mine shaft. And Irish, I strongly advise you don't run off this time. Boah, nee, ich weiß nicht, ne? John ist auf jeden Fall einer, der gut vertraut, ne? Aber der hat anscheinend keine andere Wahl. Na gut, halt die Schnauze. Bam und bam. Bam, bam und bam, Alter. Let's go, John. Ey, cool. War doch ganz easy. So, finde einen Weg in die Mine. Ist die Mine nicht dort vorne? Ich würde doch gerne ein Pferd eigentlich mitnehmen. Können wir schnell reinreiten eigentlich? Na, aber jetzt sind die Pferde leider weggelaufen. Na gut, dann würde ich sagen, rennen wir jetzt aber selber rein. Und machen ein bisschen Krawall hier. Bam! Alter, ich muss sogar sagen, das Schießen ist sogar in Red Dead 1 ein bisschen spaßiger als bei Red Dead 2, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwie Bock ist irgendwie sogar ein bisschen mehr hier, um zu ballern. Ich muss hier rein, Leute. Ich muss hier rein. Hey! Wir rennen rein, würde ich sagen. Scheiß drauf. Let's go hier. Bam! Bam! Guck mal, ist voll cool, irgendwie zu schießen, ey. Das ist richtig geil. Hallo. Bam, guck mal, Alter.
Kriegen so auf die Schnauze. Ja, ja. War jetzt nicht nötig, glaube ich, aber komm, bisschen für die Effekte hier. So, jetzt rennen. Einfach tot. Ja, wieder nach links, ne? Hey! Was bist du denn? Ach du Scheiße. Hör auf. Zeig deine Schnauze. Zeig deine Schnauze! Bam, Junge, Headshots zwischen deinen Augen. Bam. Komm raus, du. Bam und bam. Ey, es bockt wirklich sehr, Leute. So, rein hier. Wo ist denn das Geschütz jetzt hier? Wo ist das MG jetzt hier? Ich hoffe, Irish ist nicht weggerannt. Wenn ja, dann muss er echt gefangen werden von uns. Ah, hier ran muss ich. Ist aber ein halbes Labyrinth hier, wa? Aber ein halbes Labyrinth hier in diesem Scheißgebiet. This way, shut the fuck up. Schnauze, bam. Hey, hör auf. Hey, hör auf. Das ist, glaube ich, TNT oder so, wa? Scheiß drauf. Da war TNT, ich wollte das TNT anschießen eigentlich, Leute. Aber das machen wir doch einfach später, falls doch mehr Gegner kommen sollten hier. So. Das war TNT sogar wirklich hier. Ey, das reicht doch jetzt mal hier. Es reicht. Ich sterbe gleich sogar, Leute, ich sterbe gleich. Ich muss kurz aufpassen, Zeig deine Schnauze. Ja, dein Geschrei ist Musik für meine Ohren. Perfekt. So. MG. Ach du Scheiße. Wie son of a whore. Das war close. Easy. Bam, Junge. Nice. Das war ein geiles TNT. Ein geiler Fass hier. Ich nehme das Gewehr raus hier. Ey, es reicht jetzt, Leute. Ich will jetzt das MG haben, bitte. Es langt. Witzespiel. Oh, das ist doch sogar wirklich was drin. Oder? Das ist doch die Schnauze vom MG. Ja, das ist es wirklich, Leute. Irish hat nicht gelogen, der Irish. Zum allerersten Mal hat er nicht gelogen, Schieben? Okay, das ist mal eine lustige Mission. Hier ein bisschen anders. Hier eine Lore schieben. Okay, dann machen wir es mal hier. Ich hoffe aber, wir müssen keinen bestimmten Weg einschlagen. Ist doch passend hier. Ja, cool. Oder wir reinsteigen, John. Wäre auch ganz cool hier in der Lore. So, kommen irgendwelche Idioten raus oder ist hier alles gerade noch friedlich? Ich hoffe mal für diese Idioten, aber das scheint gerade friedlich zu sein hier. Keiner da? Das ist mir ein bisschen zu ruhig. Ein bisschen zu ruhig für meine Verhältnisse, aber ich beschwere mich gar nicht hier. Hui, Achterbahn. Nee, das macht Spaß. Das macht gerade sehr Spaß hier. Echt niemand. Okay. Cool. I thought I'd be looking at your corpse being hauled up this lift. Load up and I'll engage the gears. Nice, Irish, dankeschön. Der hat uns doch nicht verraten, Leute. Stehen nicht so weit am Rand. Das ist nicht gut. Nicht, dass da jemand von hinten kommt oder so. Und nicht runterschubst oder so. Ist eine Art. Man weiß ja nie. There she is. What a beautiful weapon. God's own gun. Ain't that the truth? I got us a borrowed flat. Parked down below. Meet me at the bottom of the hill. Oh, es geht sogar noch weiter. Es ist nicht zu Ende hier in der Mission. Schnauze! Das war gerade ein gruseliger Schrei, aber wir können jetzt die Hügel benutzen, runterfahren. Hier, komm, spring auf, John. Yeah! Achterbahn, das ist cool. Das ist ja mal richtig cool. Was hast du bitte vor, Bruder? Du machst da gar nichts, Alter. Eigentlich sollte die Schiene eigentlich auch weggesprengt werden, aber anscheinend ist es hier nicht so der Fall hier in Red Dead 1. Aber das war gerade schon close. Ey, das ist Irish. Du hast gar nichts gemacht. Das Einzige, was du getan hast, war mich hochziehen, aber ich musste alles erledigen. Aber Hauptsache MG.
Just make sure it doesn't fall off on the way. Nice. Okay, wir kommen jetzt dem Ziel. Williamson Banner erledigen. Schon ein bisschen eine MG. Wir haben den Marshall hoffentlich auf unserer Seite. Wir haben Seths Wagen irgendwie, der uns auch helfen sollte. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil sein. Da würde ich sagen, Leute, war eine sehr coole Folge mit diesem Lorenfahren. Das hat auch sehr Spaß gemacht, muss ich sagen, hier. Da würde ich sagen, Leute, ich hoffe, dann in den nächsten Folgen dann wirklich Bill jagen, Bill töten. Da würde ich sagen, Leute, like, wenn es gefallen hat. Danke an jeden Supporter. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt so bis zum nächsten Mal und ciao.